So, da sind wir wieder in Mass Effect Andromeda. Wir reden direkt mit Dr. Camden. Just when I've balanced the air mix, another Yahoo has to come wandering through. Aren't you the Pathfinder? Dr. Camden, head of hydroponic sciences. Mind the seedlings. Ich gehe da mal. Ich gehe da mal. Hi, enjoy your gardening. Botany. Sure. Okay. Ein Stück verrottetes Holz. Ich kann mir denken, dass ich Cora hier finden würde. Weil sie ist doch so sehr mit ihrem Rosengarten. Gehen wir mal eine Etage höher. Moment, gab es da noch Hydrokulturen? Gab es hier hinten noch was? Ich glaube, das ist der Weg zur Tram. Genau, das ist der Weg zur zur Bahn. These power outages make no sense. What's the trouble? I've got power shortages throughout the station. I can't for the life of me find the cause. Oh, whoa, you're the Pathfinder. Hey, sorry, please ignore me. You've got way more important things to do. Ich helfe gern. Power to the Nexus is pretty important. I'm happy to help. That's great, because I'm at a loss. There are obvious short circuits cropping up all over the place. A Pathfinder's eye might reveal something. There's a power short here. We could scan the area. We're constantly striving to make life on the Nexus more enjoyable for all our citizens. But we know there's always room for improvement. If you have any suggestions, Tech-Labor. don't hesitate to share them. Wouldn't it be more practical to build these vaults in the surface? Nah, Rack and I engineered and mastered underground construction a millennium ago. These remnant fellows probably had the same idea. Wouldn't mind a seismometer reading, though. Sam, any chance? Scan to assess the nature of the damage. Downloading new scanner data. Inkubator, Status funktionsfähig, aber suboptimal. Es handelt sich um einen Standard-Labor-Inkubator der Nexus. Schaden an der Basis haben die Verkabelung freigelegt, was zu Energieschwankungen geführt hat. Truly a mystery. Ach, das sind die drei Idioten von unten. Hello, Pathfinder. A moment? What can I do for you, Doctor? I have a math problem. Some vital equations that only a mind like Sam's could solve. They concern strange transmission patterns in the Scourge. Perhaps random noise, perhaps not. Sam wird es lieben. Sam likes new experiences. It'll be an opportunity to encounter math homework. Given the complexity and the security implications, I recommend transferring the equations directly into SAM node. I have them on an optical storage disk for you. I'll see if I have time. Thank you, Pathfinder. Please thank Sam as well. Okay. Das ist wahrscheinlich das Terminal, auf was ich zugreifen sollte. Endgültiger Vorschlag Professor N. Herrick et al. Da wir per Definition in Andromeda eine eindringende Spezies sind, unvermeidlicher Fußabdruck muss mit äußerster Vorsicht erfolgen. Wir müssen alles bewahren, was wir ersetzen. Der Heleuse Cluster stellt eine unerwartete Herausforderung dar. Wir sind mit Saatgut an Stiefeln und DNA-Banken gekommen, um die Biodiversität der Milchstraße zu bewahren. Aber dieser Klasse wurde von der Geißel heimgesucht und seine einzigartige Fauna und Flora sind dadurch bedroht. Auch sie müssen bewahrt werden. Patch Notes Chief R. Lucan, GSV 2031 Interface mit Universalwerkzeug überarbeitet, minimaler Lag. GSV 2093 Stimmerkennung reagiert jetzt auf Chemie und Chemie. Also Chemie und Chemie. GSV 2105 haptisches Interface ist nicht länger standardmäßig transparent. Bebt auch GSV 2027 haptisches Interface nicht gefunden. GSV 2135 SAM Handshake Protokoll angepasst. Das ist glaube ich auch etwas, was wir schon gelesen haben. Aber da stand 2030 etwa der Jahreszeitraum. Das heißt, es ist schon lange, oder das sind glaube ich keine Jahreszahlen tatsächlich. Forschungszentrum. Schauen wir doch gerade mal die Pathfinder Brustplatte. Ja, uns fehlt das Platin. Das Platin. Vielleicht habe ich ja Glück und finde hier irgendwo Platin.
Jetzt rede ich gerade nochmal mit den anderen. Kann ich nicht reden? Kann ich auch nicht reden? Gut, dann halt nicht. Hier geht es nicht weiter und ich höre irgendwelche Leute sprechen, ohne sie sprechen zu hören. Cultural Exchange. Ah ja, genau. Ich höre es knistern. Ah, da ist es. Another power short. Beschädigte Ausrüstung. Computerterminal. Status nicht funktionsfähig. Es handelt sich um ein Standard-Computerterminal der Nexus zur Interaktion mit vielen verschiedenen Systemen. Anscheinend hat jemand versucht, sich Zugang zur Basis der Einheit zu verschaffen, wobei die Stromkabel freigelegt und durchtrennt wurden, was wiederum einen Kurzschluss ausgelöst und die Energieversorgung unterbrochen hat. Okay, da scheint irgendjemand Vandalismus zu betreiben oder irgendwelche Sicherheitssysteme zu umgehen. Ich schaue erstmal, was hier oben noch so ist. Ein paar Vögel hören wir auch gerade. Aber hier hinten geht es auch nochmal tief rein. Geht es nicht hin. Das sind höchstwahrscheinlich Wohneinheiten, die nicht für mich bestimmt sind. Könnte hier theoretisch gesehen auch einen kleinen Marathon laufen. Müssen wir auch mal messen, wie groß hier so eine Runde ist. Und die Haare sind schon wieder am Abspacken wie sonst was. So, Kommandozentrale. As sleepers wake from stasis, the initiative urgently requires blood, tissue, and DNA donations. See a medic if you think you may be eligible. This is HNS. Ich werde wahrscheinlich mehr als nur einmal hin und her reisen müssen. Da ist auch die Konsole, die wir schon mal hatten. An animal did this? Affirmative. I am able to track it. Es handelt sich um einen Standard-Workstation der Nexus. Die Konsole wurde schwer beschädigt. Wahrscheinlich Ursache war ein scharfes Instrument oder Werkzeug mit mehreren vorstehenden Metall- oder Knochenteilen. Okay. Davis Qua. Konnte ich mit der Konsole nicht Ne, konnte ich nicht. Sit. Machen wir erstmal das hier fertig, dann reden wir mit den Leuten. Oder, nee, er ist ein bisschen weiter weg, deswegen. Gerade wenn wir hier sind. Da ist Qua. Pathfinder. Wow. I'm Davis Carr, Heleuse News Service. Maybe you've heard my voice over the vids. I'm trying to file a story right now, but hey. HNS, huh? Where are the rest of you? I had an editor, but it's crazy out here. Now, beyond a freelancer or two, I'm it. All that stands between freedom and tyranny. Or something. I haven't had much sleep. Wie finanzieren Sie sich? Who pays for you to do this? Technically, HNS is an arm of the initiative, but we serve the public, not them. Sometimes the higher-ups try and tell us what to broadcast, Tan especially, but we decide what to run and how to run it. It causes friction, but at least I can live with myself. Ich beneide Sie nicht um Ihren Job. Ja, Pathfinder sein ist auch nicht leicht. It must be difficult to set up a broadcast from scratch. No, it's easy. Beyond the lack of staff, resistant authorities, and constant technical glitches. Still, I'm getting there. May have an honest-to-goodness source in Nexus security, if she ever calls me back. Who's your source? No journalist worth their salt will ever give that up. Waren Sie schon früher Reporter? Were you a journalist back in the Milky Way? I was. Sort of. Only had a couple internships under my belt. Good places, though. The New Star Chronicle even sent me to Mars for a week. The plan was just to work as a reporter out here. Then the uprising happened. We got a little too close. My editor was killed. Tan blamed our broadcasts for stirring unrest. It was bullshit. Now all I want to do is keep going. Kennst du Carrie Tevessa? I met another journalist, Carrie Tevessa. Tevessa. Yeah, we're running Carrie's series, Path of a Hero. Good stuff. I'm mostly on my own, so pretty much anyone who brings me news is welcome.
Content is king, and her content is really touching a nerve. Das war fast alles. Talk to you later, Davis. Hey, Ryder, before you go, I hate to ask, but it seems like your job takes you all over, the places we can't broadcast yet. If I send receivers to your ship, would you mind placing them on some planets? It'll help get news out to even the most far-flung colonists. Ich brauche mehr Details. What do you need from me exactly? I'm digging up good stories here, but not a lot of people beyond the Nexus can hear them. Our long-distance transmitter sends package data between ships, and even planet-side, provided there's a receiver on the other end. I need someone to place receivers and boost our signal. We only have a few, so they need to go on planets with people. Ich werde es tun. Okay, Davis. I'll help you get set up. Great. Just place a receiver near an outpost, and they'll get our reports. Okay, das könnte ich theoretisch gesehen auf iOS direkt machen. Hier der Sid war ja noch jemand gewesen, mit dem ich reden konnte. It's you. Oder die Sid. You're the human Pathfinder. I'm Sid, Vetra's sister. Ah! Vetra's told me all about you. Well, not all about you, but the important bits. I should probably get back to work. It was real nice meeting you, though. Deine Arbeit. What work do you do here? Oh, I just monitor comms from colonists. Progress updates, hazards encountered. Note it down, pass on a report to Sean at the end of the day. Important job. I know. It's nice to hand in a report and have someone say I helped. I'll let you get back to work. Boah. Hier drüben war, glaube ich, auch das Einsatzteam-Missionsgedöns. Wird geladen. Die sind noch eine Stunde 43 unterwegs. 0% Erfolgschance. Warum habe ich die überhaupt losgeschickt? Nee, das kann nicht sein. Das ist, glaube ich, ein Glitch. Gehen wir nochmal raus. Starten es nochmal. Da. 92% und 50%. 50% für eine Goldmission ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe hier auch noch ein paar Boxen. Die kann ich gerade mal öffnen. Backbox. Adventure. Dann habe ich die auf 3. Nickel. Noch mehr Credits. Ja. Secure message from intelligence. Requesting armor cam footage. Okay. Moment. Leutnant Sayax. Hey, Ryder, I'd like a moment. Yes? Lieutenant Sayax, right? That's me. I'm putting together Apex strike teams to protect the people and assets you're setting up out there. We don't have a good sense of what we're up against and could benefit from your experience. Direkte Erfahrung über alles. Direkte Erfahrung ist alles. Ja. There's no replacement for first-hand experience. I agree, but your insights on the assholes out there would really help. You'll see. Apex will make a difference. Gegner sammeln. Okay. No news on the Turian Ark yet. Or is this militia business? Einsatz der Miliz. It's rough out there. I might need backup if you can spare the people. I have strike teams specializing in assault and extraction. If you need serious firepower, my Apex teams have you covered. But that isn't news to you, right? Die Cat. What do you know about the enemies we've encountered? The Ket. We usually see them on worlds with those alien structures. The Ket don't take kindly to anyone studying them. Not sure why. They don't talk to us. Every time we cross paths, there's a fight or they take prisoners. Why? What do they want? No one knows. But I've seen their weaponry and what they do to those prisoners. I want them a long, long way from the Nexus. Wohlergehen der Turianer. Are the other Turians managing okay? So. We're not good at sitting around in a crisis. Service before self gets drummed into us at boot camp. That's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever galaxy we're in. But it's hard to focus with our arc missing. Ihre Aufgabe? You talk like you weren't part of the leadership. How did you end up commanding the militia? I was escorting a prospecting team on some moon when those Ket found us. They penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, snatched a gun, and freed the others. By the time we killed the bastards and headed back to warn the Nexus, everyone looked at me like I was in charge. That sounds familiar. The militia grew from there. Funny, once the heat is on, all kinds of people rise to the top. Reise nach Andromeda.
What brought you out here to Andromeda? I was tired of being the good one. The good one? The Kandros family is old military. There were expectations, you know? Then my sister became a sculptor and cousin Irene went pirate on Omega. Everyone was proud that I stayed in service. But I kept wondering, when do I get my adventure? Jen Garson's dream was so grand, so gutsy, I had to be part of it. Auf Wiedersehen. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Dann gehe ich gerade mal da hinten zu der Konsole nochmal oder schaue, was hier noch so gibt. Überwachungsaufnahmen. Mal schauen, ob es was Neues gibt. Ne, nichts Neues. Aber wir können ja gerade mal mit den Gefangenen hier reden. Hey, there's puke on the floor. I'm gonna get sick. You're sick. Locking a man up with germs. If I die, I'm gonna sue your asses. Keep blowing that hot air, pal. It'll dry out faster. Okay, Ransus. I hear you went down to EOS. Did you find anything to help my case? Ja und nein. An enemy blast to the back killed the chief. Your shot missed. What? You're kidding me. Thank the spirits. This is great. Hold on there. The chief's Omni tool recorded you over the body. Sam, play back. Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. Shit. Not only did you think you killed him, you meant to. But you just said I didn't, so it doesn't matter, right? The conviction will have to be overturned. The sentence thrown out. Das muss Tan entscheiden. Ich habe vielleicht etwas dazu zu sagen. I'm going to Tan, and I might have a different opinion. You did try to cover it all up. Look, I'm sorry I lied, but if my shot missed, I'm innocent. Plain and simple. We'll see about that. Ja, er ist nicht des Mordes schuldig, aber er hat sich wegen anderer Verbrechen schuldig gemacht. Wegen versuchten Mord zum Beispiel. Gehen wir doch gerade mal weiter Richtung Tan. Hello again. Hello. Director Tan is expecting you. Last time I was here, this was a storage closet. Pathfinder-Halle just needed a Pathfinder to open. We're still getting the commons area ready. Hydroponics is only at partial capacity. Not good enough. We don't have enough people. My workers need a break, Tan. I sympathize, but not until our survival is no longer at risk. Now please excuse me while I meet with our Pathfinder. Hey Ryder, Addison told me about the outpost. You're the hero of the hour. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Let's hold off on the celebration. We haven't found home yet. Oh, there's no need for modesty. Success affords leverage over those who doubted you. And you're my best friend. A patron. One who shares your vision of a prosperous future. In dem Punkt sind wir uns einig. I suppose we agree on that much. I knew that given a chance, your talents would emerge. Deciphering the vault, alien terraforming. It's not how we imagined all this, but a good Pathfinder improvises. And a great one hangs it on the wall. Er hört das Leder quietschen. Base E1? Oder EOS? Yours are the first trophies to grace Pathfinder-Halle. You're a symbol now, Ryder. A reason for people to believe. Es war eine Teamleistung. It wouldn't have been possible without my crew. They're a talented bunch. But you're their beacon. Careful, he'll end up adopting you, Ryder. Ah, my staff. Colleagues, you wouldn't be looking to cut us out, would you, Tan? I remind you, I am the director of the initiative. Acting director. Jede Meinung zählt. This isn't the time for arguing over who gets to be king. Too much is at stake. We should be cooperating. That's what I've been saying since we arrived. Then I look forward to winning our Pathfinder support. I have concerns about your decision on EOS, Ryder. An outpost full of scientists won't do us much good if the Ket attack. But it will help support the Nexus. Improved research could help feed our people. And we could argue about it all day long, as we always do. The decision was made.
Now we move on. What is your plan for moving on, Ryder? We have a lead on the terraforming network. I need to take the Tempest deeper into the sector to investigate. If the other Golden Worlds are where they should be, this could get us closer to them. Careful. The Kett are scouring the cluster for remnant technology. You'll end up in a fight for sure. You might also run into exiles. They didn't leave the Nexus on good terms. And we still need more outposts. They're important to expanding the station. Though with Ark still missing, this could be a chance for Ryder to search for them. Yes, I think that's best. You have my permission. Ich brauche keine Erlaubnis. I wasn't really asking for it. Of course. I support that kind of enthusiasm. Right. Stufenaufstieg. Ryder, this is Harry, back on the Ark. Go ahead. We may have found a way to talk to your brother, sort of. Drop by when you can. Hyperion Medbay. Will do. Gut, Pathfinder, we are to contact Director Addison as soon as possible. Right. Something about Andromeda viability and perks. Could be useful. Schöne Aussicht auf die noch nicht fertige Fläche der Nexus. Muss noch viel gebaut werden. Gedenkstätte. Schauen wir doch mal. Mit Feier und Stolz gedenken wir jener, die ihr Leben für Erkundung und Entdeckung gegeben haben. Also das hier ist wohl die Pathfinder-Halle oder die, ja, Pathfinder ist ganz gut. Weil Pfadfinder ist irgendwie so nicht so, ne. Hallo Cora. Whole mood of the Nexus has changed since Eos. You really can feel it. New outpost, a Pathfinder's help, people waking up. It's a fresh start. Alle guten Dinge sind drei. Ja? Alle guten Dinge sind drei. Third time's a charm, if you happen to have a Pathfinder around. Can't always rely on luck. From here, it's hard work. But it's damn good to know we're on the right track. THV Ravuna. Ein Modell der Ravuna, ein frühes Raumschiff der Tyrell und das erste, mit dem sie durch ein Massenportal geflogen sind. Die Normandy SR2. Insgeheim erworbenen Bauplan der SSV Normandy SR2, einer Tarnfregatte, die auf einem von Allianz und turianischer Regie gemeinsam entwickelten Design basiert. Das ist die Normandy SR1, das Design. ESAV Mairiti. Ist das ein Shuttle? Glaube ich, so ein Transporter oder sowas. Das erste bemannte Raumschiff der Menschheit mit Ionenantrieb, gebaut mit der Technologie, die sie 2003 bei der ESA-Sonde Smart 1 bewährt hatte. Okay. Das aber müsste dann aber ein relativ langsamer Antrieb gewesen sein. Datenpad. Wichtige europäische Interplanetarmission, gespendet an den Rat für historische Auszeichnung der Andromeda-Initiative. Alle Jahresangaben in Common Era, CE 1985 bis 1992, Giotto, erste interplanetare Sonde der ESA, erste ESA-Mission zu einem Asteroiden, Haley und Greg Skjellerup, 1990 Start des Hubble-Weltraumteleskop, 1992 Ulysses, erste ESA-Mission zur Sonne, erster Umlauf um die Sonne, Huygens, erste ESA-Mission zum Saturnmond Titan, 2003 Mars Express, erste ESA-Mission zum Mars, ebenfalls 2003 Smart One, erste ESA-Mission zum Mond. Rosetta, erste ESA-Mission zur Umkreisung eines Asteroiden. Ich glaube, die ist letztes Jahr oder am Asteroiden angekommen und sehr punktgenau gelandet, also zeitlich punktgenau. 2006 Venus Express, erste ESA-Mission zur Venus, ebenfalls 2006 Huygens, erste erfolgreiche Landung auf einer Welt im äußeren Sonnensystem Titan. Rosetta, erste künstliche Sonde zur weichen Landung auf einem Asteroiden, als 2014 war es gewesen, also doch schon ein bisschen länger her. ExoMars, erste ESA-Sonde zur Landung auf dem Mars, Kontakt verloren. Ah ja, genau. BP Colombo, erste ESA-Mission zum Merkur und 2022 JUICE, erste Mission zum Jupiter-System. Nicht Jupiter Express? Okay, von mir aus. Ich weiß nicht, ob die Mission tatsächlich zurzeit schon geplant ist und deswegen den Namen hat. Aber ich gehe schon fast davon aus. How? We brought all that equipment along. And the Tempest's readings are helping, but we've just scratched the surface. The history of the initiative cannot show that we were defeated by a space cloud.
Some things are bigger than we are. I will not accept that excuse. This is science, and your merry band over there are scientists, aren't they? Figure it out. Goodbye, Director. Es würden schon Invasionen abgesagt wegen schlechten Wetter. Oder verschoben. Gut, mit Director Tan sprechen wir dann in der nächsten Folge, denn es ist schon wieder Zeit. Es ist schon wieder 25 Minuten vergangen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.